Hi, willkommen zum neuen Video. Heute wieder im Vlog-Format, weil das ja beim letzten Mal doch durchaus gut angekommen ist. Haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach nochmal ein Vlog-Video. Wir machen gerade hier die Probefahrt mit dem W140 vom Ralf. Sind eigentlich gerade auch dabei auf dem Weg, halt richtig gute Aufnahmen zu machen mit Drohne und so weiter für das, ich sag mal, richtige Video, was von dem Auto kommen soll. Da war eigentlich auch ein Video geplant, wo man halt auf der Couch sitze und erzähle zu dem Auto und dann halt schöne Filmszenen kommen übers Auto und wie es gebaut wurde. Jetzt haben wir uns gedacht, wir machen ein Vlog-Video, in dem erzählen wir alles zu dem Auto. Und das richtige Video, das wird dann einfach nur Timelapse-Video, gutes Filmmaterial und schöne Schnitte. Einfach mal was ohne Ton und ohne mein blödes Geschwätz. Dann wollen wir gleich noch den Gewinner bekannt geben. Oder es waren sogar mehrere Gewinner von dem Gewinnspiel. Wir fahren jetzt zu einem schönen Platz, wo man denkt, das ist vielleicht schön. Und dabei kann ich auch mal die Gewinner vorlesen. Also ich habe mir hier die Namen aufgeschrieben. Also hat einmal eine Isabel kommentiert, die hat halt, die hat das Richtigste gesagt. Dann hat ein Chris Mittermeier kommentiert mit dem Richtigen. Einer, der heißt Strich 180 Strich. Ein Jonas Rote und ein Stefano Stefani. Und der Thomas wird euch jetzt unter eine E-Mail-Adresse einblenden. Also wenn ihr gerade euren Namen gehört habt. Dahin müsst ihr einen Screenshot von eurem YouTube-Profil schicken, dass wir halt auch wissen, dass ihr seid. Sonst schreiben mir jetzt wahrscheinlich 100 Leute und wollen so einen Poster. Und halt eben kommentieren oder halt nicht kommentieren, aber halt eure Anschrift mal schreiben und dann schicke ich euch die Prints raus. Und für alle anderen, die vielleicht gerne noch so einen Print hätten, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht mal irgendwann dann eine Auflage drucken oder so und dann wahrscheinlich über Instagram werden wir euch dann sagen, wenn es soweit ist. Ja, Probefahrt verläuft gut. Wir sind gerade auf Fahrhöhe. Oder was man halt denke, dass nachher die Fahrhöhe ist. Wir fahren jetzt hier eine der schlechtesten Straßen, die es bei uns im Kreis so gibt. Ihr merkt vielleicht, wie es hoppelt. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann filme ich wieder aus der Selfie-Perspektive, während der Thomas im Hintergrund schöne Aufnahme macht. Dann erzähle ich kurz was zum Auto. Bis gleich. So, ich laufe jetzt mal ein Stück abseits, dass ich den Thomas so arg nerven, weil ich immer am Bild stehe, wie ich es die meiste Zeit mache. Und erzähle euch jetzt mal noch was zu dem Auto. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Im Hintergrund ist der Thomas, macht schöne Aufnahmen. Und wie gesagt, eigentlich war es ja gedacht, dass die Aufnahme für ein Hauptvideo halt, also für so ein richtig gut geschnittenes und ich sage immer gutes Video, aber ihr wisst, was ich damit meine. Weil dieses Mal wollen wir das dann auch so schneiden, dass das Auto halt am Ende fertig lackiert ist. Also wenn der Ralf das abholt, dann bringt das zu seinem Kumpel, der lackiert es. Da wird es dann auch noch ein Stück mitgefilmt. Und wenn es dann ganz fertig ist, kommt eben ich sag mal ein Video von Anfang bis Ende dabei raus. Und dadurch, dass wir jetzt heute das Vlog-Video machen, muss ich im nächsten Video auch gar nichts reden. Ja, der Ralf hat das Auto gekauft, glaube ich, schon vor 16 Jahren. Also das hat ihn schon länger begleitet jetzt. Und er hat dann relativ früh auch die breite Felge drauf gemacht und ist dann relativ lange auch gefahren. Static, die ultra breite Reifen und er hat ziemlich viel Tire Stretch, dass es halt eben die Lauffläche bedeckt ist. Und jetzt hat er sich eben gedacht, okay, wird es Zeit für was Neues. Ich will schöne Radläufe, ich will die Radläufe hochgesetzt haben. Und ich will halt eben auch ein Luftfahrwerk halt reinmachen, dass es halt eben so richtig diesen Mafia-Style hat. Also ich sage mal, ich glaube mehr Mafia wie das Auto geht eigentlich gar nicht. Weil es eben auch den 90er Jahre Flair hat und schon viel Elektrik und auch diesen VIP-Style. Ja, also als das Auto dann bei mir war, habe ich zuerst mal angefangen, hinter die originale Radläufe abzuschneiden. Also ich schneide ja immer das Deckblech außen weg und treibe dann mit dem großen Hammer den Innenradlauf quasi nach oben, damit ich halt Platz schaffen kann und mal sehen kann, wie die Stance überhaupt ist bei 0 Bar. So.
Nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich mal vorne weitergemacht, habe vorne die Radläufe anpasst, habe sie erstmal nur leicht gezogen, dass ich halt sehen kann, wie tief es geht. Und dann hat sich herausgestellt, ja, ich kann die einfach richtig weit nach oben bürdeln und ziehen. Also das ist wirklich, es gibt immer einen Punkt, bis zu einem gewissen Punkt kann man einen Radlauf quasi, wenn er so steht, so hoch treiben. Dann wird es breiter und auch ein Stück höher und das hat in dem Fall jetzt komplett ausgereicht, damit ich halt, ja, die Kante habe ich ganz leicht neu aufzinnt, aber es ist immer noch im Verhältnis so ganz rausschneide und komplett baue. Also da müsste dann auch wieder verziehen und verschleifen. Ist das der geringere Aufwand und das gleiche Ergebnis, sage ich einfach so. Deswegen vorne hat es gereicht, da musste ich nur ein Stück einschneiden, den Kotflügel leicht ausstellen, den Rest habe ich bürdelt und gezogen. Kante aufzinnt, wieder sauber verschliffen. Und ja, halt dann ging es hinten weiter, dann habe ich hinten eben die Radläufe anpasst. Habe dann zuerst mal die Stoßstange ausgestellt mit dem Föhn. Da muss man halt echt, keine Ahnung, ich glaube, ich habe die Stoßstange bestimmt 3 Stunden lang geföhnt, gleichmäßig erhitzt. Dann habe ich die raus, mit Druckluft wieder abkühlt, wieder rausgezogen, wieder erhitzt. Und dann habe ich die eben auf beide Seiten gleichmäßig ausgestellt. Habe dann vorne das Sakkobrett, oder wie man das bei Mercedes nennt, ausgestellt. Und dann habe ich eben die Form gehabt, einen Anfangpunkt, einen Endpunkt für den Radlauf. Ich wusste, wie hoch er werden muss. Und dann habe ich den eben so konstruiert, dass er mit der Tür halbwegs schön fließt. Ja, das ist eigentlich, mehr kann man nicht dazu sagen. Noch ein paar Kleinigkeiten. Das Antennenloch habe ich noch zugeschweißt. Was jetzt noch nicht fertig ist, was ich noch machen muss, die S-Klasse hat ja auf der Stoßstange, also die Leute, die das Auto kennen, wie ist es? Die hat auf der Stoßstange noch so Edelstahlzierleiste, also relativ hochwertig. Und da die Stoßstange ja vorher gerade lief, aber jetzt rausfließt, muss ich eben nachher noch, oder halt ja, bevor der Ralf das Auto abholt, die Edelstahlzierleiste anpassen. Wird ein rechter Aufwand werden. Das war nur eine mini kleine Zierleiste, aber dass diesen sauberen Bogen nach außen macht und Edelstahl bleibt, ja, ist schon ein bisschen Aufwand. Aber die Stoßstange ist schon so drauf ausgelegt und ja, vielleicht kann man nachher noch ein Bild einblenden von der fertigen Zierleiste, wie es dann aussieht. Und wenn nicht, seht ihr das spätestens in dem richtigen Video. Ich denke mal, das wird dann so Anfang Juni kommen. Und es wird dann auch einen Link geben für die Leute, die sich mehr zu dem Auto interessieren, zu diesem Video, was ihr jetzt gerade schaut. Also, ja. Mehr kann ich gerade jetzt nicht dazu sagen. Jetzt blendet der Thomas euch noch ein paar geile Szenen ein, die er gerade gefilmt hat. So ein bisschen als Vorgeschmack auf das neue Video, auf das richtige Video. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim weiteren Vlog-Video. Wenn es euch weiter gut gefällt, dann schiebt man das öfters mal jetzt so zwischen rein. Und vielleicht wird es auch mal wieder eins geben, wenn was schief geht. Heute hat das jetzt alles klappt. Ja, kommentiert einfach mal, wie ihr das so fandet. Wir sind immer froh über Kritik, weil ja, wir sind neu in dem Business. Wir wollen natürlich, dass es euch am besten gefällt. Ciao! Landwirtschaft.